Die Berichte von Orca-Angriffen auf Boote haben sich in letzter Zeit wieder gehäuft. Das liegt daran, dass die Tiere tatsächlich ein Segelboot versenkt haben vor der Küste Portugals. Dieses Phänomen der Angriffe durch Orcas existiert jetzt schon eine ganze Weile, sogar schon seit Jahren. Und die Segler-Community hat sich mehr oder weniger mit dem Risiko abgefunden, das jetzt existiert. Was will man da auch machen? Ne? Jeder spricht darüber, jeder fantasiert über Gründe, warum die Tiere das tun. Aber greifbare Lösungen bleiben irgendwie aus. Bis auf eine Entwicklung, die von Herrn Dr. Čulik kommt. Wir haben ihn vor knapp 2 Jahren interviewt und er hat von seinem Walpal berichtet. In der Theorie klang das alles sehr sinnvoll, um die Angriffe schlichtweg zu vermeiden, sodass sie gar nicht erst vorkommen und Mensch, Material und letztlich natürlich auch die Tiere geschützt werden können. Nun ist eine ganze Zeit verstrichen mittlerweile. Genügend Segler haben den Walpal ausprobiert und sind damit durch die Orca-Zone gesegelt und nun gibt es endlich aussagekräftige Auswertungen. Wir sprechen heute also wieder mit Herrn Dr. Čulik, um zu erfahren, ob der Walpal wirklich hilft und was es zu diesem Thema alles so Neues gibt. Wie hat es sich denn entwickelt mit dem Walpal? Ja, eigentlich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da die Verkäufe durch die Decke schießen, aber das passt, weil ich ja alles selber machen muss. Ja, ist okay. Und die sind alle zufrieden. Ich habe ja so eine Auswertung gemacht wieder letztes Jahr im Dezember von über 250 Rückläufern von den Kunden. 400 oder so hatte ich angeschrieben, 450. 250 haben sich gemeldet und wenn man die Daten dann statistisch auswertet, ist es eindeutig. Also Erwartungshaltung ist ja, wenn ich nichts tue und einen Orca sehe, dann habe ich eine Chance von 50%, dass der mich angreift. Das Daten eben, die es so aus den 2020er Jahren gab, 2021, hatten die Kollegen da von diesen Webseiten, auf denen man sieht, welche Interaktionen es gibt, erhoben. Ja. Also nochmal, Sie haben Auswertungen gemacht von 400 Leute haben Sie angeschrieben, 400 Kunden mit dem Walpal und 250 haben geantwortet. Anfang Februar habe ich das zusammengestellt diesen Jahres, also Februar 25. Ich habe 400 Anwender angeschrieben, 248 haben sich zurückgemeldet, 216 haben die eingesetzt, den Walpal, auf einem Turn durch die Orca Alley. Und von den 216 haben 214 die Passage vollkommen unbeschadet überstanden. Es gab 2 Angriffe von Orcas auf Boote. Wie gesagt, dafür gibt es eine Erklärung. Möglicherweise war das eine Gerät defekt und das andere wurde nicht richtig eingesetzt, beziehungsweise hat der Skipper das Schiff so abgestoppt, dass das Gerät eben so unter Wasser hing. Und bei 186 Passagen gab es keine Sichtung. Das ist ein Anteil von 86% und erwartet wären 75% ohne Sichtung. Also 25% der Schiffe mit Sichtung. Das sind Daten, die Vergleichsgruppe in diesem Fall aus den 20er, 21er Jahren, 2020, 2021, und zwar von Schiffen, die keine Warneinrichtung oder irgendwelche anderen Abwehrmaßnahmen ergriffen haben. Und insgesamt von meinen 248 Seglern hatten 29 eine Interaktion, sprich also Schwertwale gesehen oder sie wurden sogar angerempelt. Und in 27 Fällen gab es danach keine weiteren Schäden beim Einsatz des Walpals, wie gesagt, in 2 Fällen schon. Das heißt also, kurz zusammengefasst, mit dem Walpal kommt man bei einer Interaktion in 93% der Fällen heil davon, 27 von 29. Und ohne eine Abwehrmaßnahme kommt nur die Hälfte der Segler heil davon. Das ist die Kontrollgruppe, wie gesagt, aus den 2020er und 2021er Jahren. Alles andere kann man dann nachlesen in der Studie. Ich habe das also auf vielfältigste Weise statistisch untersucht und die Teilmenge immer weiter reduziert, je nachdem, was wir jetzt betrachten. Nur Segler, die eine Interaktion hatten oder Segler, die eine Interaktion hatten und den Pal benutzt haben und gleichzeitig auch noch dies oder das. Da müsste man selber nachgucken, dann kann man sich das dann mal anschauen. Ich denke, es ist ziemlich beeindruckend und überzeugend. Okay, das hört sich ja schon mal sehr ermutigend an. Ja, finde ich auch. Hat sich auch rumgesprochen offensichtlich. Also ich habe die meisten Kunden sagen, ja, ich habe von einem Bootsnachbarn in Vigo oder in, keine Ahnung, Sines oder, keine Ahnung, sogar in England gehört, ja, kannst du dich ja mal melden. Das ist das einzige Gerät, was überhaupt getestet worden ist und wo es eine statistische Auswertung dazu gibt. Bei den anderen Sachen ist es ja immer so anekdotisch. Wirf Sand rein oder nutze China-Böller oder versuch's mit irgendwelchen Fischereipingern.
Aber niemand hat sich die Mühe gemacht, das mal auszuwerten. Jedenfalls ist es mir nicht bekannt. Okay. Und gibt es irgendwelchen Kontakt zu Behörden oder sowas, die das mal aufgenommen haben schon? Oder? Nee, Gott sei Dank, also leider nicht. Die Behörden sind ja da sehr beeinflusst von meinen geschätzten Tierschutzfreunden. Der eine ist ja Rui, der in Portugal diese Seite Orca PT betreibt. Und der andere ist Renault, der in Spanien die Seite GTOA betreibt. Und beide sind ja der Auffassung, man dürfe die Schwertwale auf gar keinen Fall stören. Und ihre Webseiten mit den gelisteten Interaktionen reichten ja vollkommen aus. Ich sage ja, das ist schön und gut, aber wenn du der erste Segler bist, der dann dran ist, dem das Ruder abgebrochen wurde, nur damit die anderen danach wissen, wo es ist, dann hilft dir das auch nichts. Und die Segler selbst tun ja was, ne? Also in jedem Fall. Und wenn die dann die Böller dabei haben und die Tiere anschließend taub sind, die geschützten wenigen 60 in etwa Orca ibericas, dann ist das auch nicht hilfreich, denn dieser Schaden, dieser Gehörschaden, der bleibt ja dann. Ne? Also wenn die Distanz zwischen einem sogenannten Seal Bomb, so einem Feuerwerkskörper und dem Wal 3 Meter unterschreitet, und das ist ja schnell passiert, dann hat er lebenslangen Gehörschaden. Und da die Tiere ja über ihr Gehör navigieren und Beute fressen, ist das für sie dann langfristig ein Problem. Und dieser so geschädigte Wal, der dann in 6 Monaten verhungert ist und irgendwo stirbt, der wird ja nicht unbedingt an die Küste angespült, sodass man sieht, woran er nun gestorben ist. Also das merkt dann keiner. Aber ich habe lange mit dem Renaud de Stefanis darüber gesprochen, aber er hat es nicht eingesehen. Er meinte, dann sollen die Segler halt woanders segeln. Echt? Echt? Wirklich? Ja, wie die dann ins Mittelmeer kommen, ist dem egal. Ja, da kannst du nichts machen. Ich finde, mein Gerät ist super. Es führt nicht zu Gehörschädigungen. Die Tiere werden auch nicht aus einem riesen Areal vertrieben. Die Wirkdistanz, die mir berichtet wurde, sind so 50 Meter. Das war ein Norweger, der sich auch wirklich auskennt mit Schiffssicherheit. Der sagte, er ist mit dem Katamaran gesegelt vor Tanga und hat das Gerät geschleppt. Und der war zu schnell. Ja. Dann hat er die Fahrt rausgenommen auf 6 Knoten, damit das auch ordentlich unterm Schiff hängt, als er die Schwertwale gesehen hat. Und dann sagt er so, und bei 50 Meter ums Schiff herum sind die stehen geblieben, so wie eingefroren, sagt er, freeze. Und dann musste er noch den Kurs wechseln, weil einer direkt vorm Boot stehen geblieben war. Der hing dann da so im Wasser, der wäre fast drüber gefahren. Oh. Musste rasch ausweichen, aber der sagte, die haben sich zur Seite gedreht und nochmal alles inspiziert, so akustisch wahrscheinlich. Und dann sind sie weggeschwommen. Also 50 Meter, und ich denke mal, ein 50 Meter Radius ist ja nichts, wo man sagt, das hat eine dauerhafte Wirkung. Ja, auf alle Fälle. Das ist schon witzig, dass da so viel Ideologie dann vorherrscht, ne? Ideologie vor dem Schutz der Tiere sozusagen, ne? Die Tiere werden, das ist völlig irre. Für alle, die unser letztes gemeinsames Video nicht gesehen haben, das Gerät, das spricht ja nicht mit den Orcas, sondern es gibt einen Alarm. Ne? Richtig. Und dieser Alarm hält die Tiere dann davon ab, näher zu kommen sozusagen. Genau, so ein unangenehmes Geräusch. Also ähnlich wie der Marderpiep in Ihrem Auto. Oder ich habe gerade gesehen, wenn man unliebsame Hundebesuche hat, dann kann man so einen akustischen Hundewarner anbringen, der dann reagiert, wenn der Hund bellt, und kriegt dann ein Geräusch zurück. Also in dem Fall ist es tatsächlich ein Warngeräusch, ein breitbandiges, immer alle 4 Sekunden wiederholtes, mit einem Zufallsignal obendrauf versehenes Warngeräusch. Okay. Was ja zu der Theorie passen würde, dass die Tiere sehr viel Spaß daran haben, mit den Booten zu spielen. Und wenn dann so ein Gerät dabei ist oder im Spiel ist, was dann einfach nur stört und nervig ist, dann verlieren sie vielleicht die Lust daran, ne? Ja, richtig. Ich meine, man könnte sich jetzt fragen, was wäre denn, wenn jetzt alle Schiffe so ein Warngerät schleppen würden? Was passiert dann, ja? Aber da sind wir nicht. Es haben nicht alle Schiffe dieses Gerät. Die das haben, werden nicht angegriffen, weil da ist es eben irgendwie für die Schwertwale seltsam oder gefährlich oder irgendwie unbekannt. Und die schwimmen dann zum Nachbarschiff. Ist einfacher. So hat diese kleine Hürde, die wir da aufgrund des geschleppten Mahlbahngeräts eingebaut haben, den Effekt, dass diese Schiffe eben verschont werden. Wenn jetzt aber alle das hätten, dann könnte man sich schon wieder fragen, müssten wir dann wieder aufrüsten? Also das ist wirklich dann wie in der Rüstung. Ja, ist so. Dann wird aus dem Walpal, der aussieht wie ein Torpedo, tatsächlich ein Torpedo. Nee, wir wollen ja die Tiere nicht schädigen, Ja. also auf gar keinen Fall. Genau. Wir will sie auch nicht aus ihrem Habitat vertreiben, das wird ja auch immer gemutmaßt. Ja, das ist ja Jagdgebiet, da jagen die Thunfisch
und mit deinem Gerät vertreibst du sie aus dem Jagdgebiet. Aber ich sage, hey, das hat eine Reichweite von 50 Metern, der Segler ist da gleich weg. Und ja, nun gibt es ja Gesetze, du darfst die Schwertwale nicht stören. Ich sage, ja, das stimmt schon, aber das ist ja der andere Fall. Die Schwertwale kommen ja zum Boot. Du fährst ja nicht mit dem Boot absichtlich in eine Gruppe Schwertwale rein, sondern die kommen zu dir und das ist juristisch nicht geregelt. Ne? Und dann gibt es die nächste Stufe, ja, wenn du angegriffen wirst, ja, was sollst du dann machen? Ja, Mannschaft und Schiff schützen, sagt die IMO. Eindeutig. Ja, deshalb werfen die Leute dann Feuerwerkskörper ins Wasser. Aber das schädigt dann wieder die Tiere. Ja, das ist gegen das Tierwohl. Ja, schön. Aber was ist jetzt in dem Ranking höher? Und ich glaube, auch deshalb das ist der Grund, warum man von den Behörden zu dem Thema noch nichts gehört hat. Weil wenn es denn zu einem Prozess kommen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Richter sich für Mannschaft und Schiff entscheidet und nicht für den Tierschutz. Ja. Das mit dem Tierschutz, das muss auch immer zu Ende gedacht werden. Und in diesem Fall, auch bei den Orcas, ist es halt nicht zu Ende gedacht. Ja, ja. Ist das denn schon mal vorgekommen, dass eines der Tiere verletzt wurde? Gibt es da irgendwelche Berichte? Naja, das weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. Es gibt aber eine Annahme, und zwar der allererste, Gladys heißt er wohl, wäre wohl gerammt worden von einem Schiff und hat Verletzungen. Und damit soll es angefangen haben. Deshalb kam ja ganz schnell dann diese Hypothese auf, die tun das letztlich, um sich zu rächen an den Booten. Aber es gibt viele andere, die sagen, nee, die machen das einfach, weil es Spaß macht. Es ist ein Spiel. Da ist der Teufel los oben an Bord. Sie können was bewirken. Das Schiff fängt an rumzutanzen. Es sei so eine Art großes Spielzeug. Und sobald das Ruderblatt abgebrochen ist, sind sie auch zufrieden. Vielleicht sind sie auch zufrieden, wenn der Segler als Ablenkungsmaßnahme was reinwirft, zum Beispiel ein Fender oder so. Das weiß ich nicht. Aber irgendwie muss das sich ja verstärkt haben. Das Verhalten muss ja belohnt worden sein, dass die nicht nur 2 sind wie am Anfang, sondern inzwischen über 20, die dieses Verhalten zeigen. 20 Stück. Wow. Ja. Hälfte beinahe der Population. Man weiß ja nicht, wie viel es sind, so um die 50, 60 sind es vielleicht. Also fast die Hälfte, ja. Okay. Wahrscheinlich haben die von den Tierschützern nach so einem Ruderbiss Leckerli bekommen. Das ist ja meistens kein Biss, die rempeln das ja tatsächlich mit der Schulter an. Ne? Und rempeln dann immer wieder so mit ihren 9 Tonnen, bis es eben abbricht. Wobei man sich auch fragt, wie ist es möglich, dass die dabei unbeschadet bleiben, weil diese abgebrochene Kante von glasfaserverstärktem Kunststoff ist ja rasiermesserscharf. Ne? Meine Frau hat sich mal an einem angebrochenen Ruderblatt das Schienbein stark verletzt. Das hat sofort da reingeschnitten wie so ein Brotmesser. Vor Lissabon ist ja letztens ich glaube, der 35 Fuß Jeannot untergegangen. Da hat's ja, die haben das Ruder gekickt und dann hat es ein großes Loch. Dann hat sie Großes Loch, ne? die Ruderachse rausgehauen und dann ist das Boot einfach gesunken. Ja. Unschön. Ja. Aber als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, das war ja Ende 2023. Gibt es denn seitdem Neuigkeiten, Theorien, warum die das machen? Gibt es da irgendwas Neues? Nee, wenn man so die Literatur durchguckt oder die Aussagen von den Leuten vor Ort, dann ist es immer wieder das gleiche Spieltrieb. Man guckt sich das von den anderen ab. Irgendwie entwickelt es sich zu einer Art Tradition. Aber das sind alles Mutmaßungen. Ich denke mal, da spielt wirklich ganz doll rein dieser Aspekt Belohnung. Genauso wie bei jedem Trainingsverhalten von einem Tier im Zirkus oder dem Hund zu Hause oder dem Delfin im Delfinarium. Die Belohnung führt dazu, dass das Verhalten, was das Tier sowieso schon gezeigt hat, verstärkt wird. Und was ist hier die Belohnung? Eben, wie gesagt, die Leute werfen was über Bord, um die abzulenken. Oder aber die Belohnung ist, dass eben Chaos auf dem Schiff ausbricht, das Ding lustig vor sich hin tanzt und irgendwann das Ruder abgebrochen ist. Übrigens, zu dem abgebrochenen Ruder heißt es ja an verschiedenen Stellen, es ist gut, wenn es eine Sollbruchstelle gibt. Also wenn praktisch dieses Glasfaserruder so an einem Paddel hängt, so einem Edelstahlpaddel meinetwegen, das dann mit der Achse verbunden ist, aber darunter kann es abbrechen. Genau. Schiffe, die kommen ohne Sinken. Klar, während Schiffe mit Stahlruder zum Beispiel, da wird so lange dran gerempelt, bis oben die Achse am Schiff nachgibt. Und da ist dann meistens ein großes Loch. Also die Küste da ist voll mit Werften, die alle mit Segelbooten vollstehen, die ein neues Ruder brauchen. Vielleicht wurde das auch von den Werftbesitzern irgendwie forciert, ne? So ein bisschen Umsatz machen. Verschwörung. Das ist ja gemein, du weißt ja nie, wo es als nächstes ist. Dieses Jahr war ja viel in Nordwestspanien, ja, vor der Gegend von Vigo. Und dann aber auch weiter drin, also Richtung San Sebastian, waren auch Angriffe, also praktisch sehr weit drin in der Biskaya. In der Biskaya schon, ja, genau. Ist denn seit unserem Besuch, haben Sie da irgendwas noch angepasst an den den Walpal angepasst, irgendwelche Frequenzen oder was man da so ändern kann? Ja, tatsächlich. Also aufgrund dieser 2 Vorfälle
bei denen das Gerät ja nicht geholfen hat, habe ich mir Gedanken gemacht, ob es vielleicht auch am Gerät gelegen haben könnte. Und dann habe ich das Signal dergestalt modifiziert, dass es einen variablen Teil gibt, der jetzt häufiger kommt. Also nicht so selten wie vorher. Es gibt zwei eigentlich Signale. Eins ist konstant und eins ist variabel. Das eine Konstante kommt alle 4 Sekunden und das Variable alle 4 bis 20 Sekunden. Also in einem Zufallsraster. Also das ist neu. Das konstante Signal ist jetzt sehr breitbandig und so eine Art Sweep geht durch alle Frequenzen und dann auch noch breitbandig. Also ist wirklich mit jeder Frequenz zu hören. Man kann das mit einem Fledermausdetektor ausprobieren. Zwischen 10 und 130 Kilohertz hast du praktisch bei jeder Frequenz ein Signal. So breitbandig ist das. Die tiefer frequenten Anteile reichen ja weiter, die höherfrequenten sind nerviger. Und was haben wir noch geändert? Ja, das Gerät hat ja zum Sparen des Stromverbrauchs einen Wasserschalter. Und der Wasserschalter wurde so alle 25 Sekunden, alle Minute abgerufen. So ist das. Das kam ja noch aus der Fischerei. Da ist es ja egal, der Fischer schmeißt sein Netz rein. Und wenn nach einer Minute dann das Walwarngerät angeht, das reicht. Bei den Seglern reicht es nicht. Wenn ich auf dem Weg zum Ankerplatz angegriffen werde und es reinwerfe, dann will ich ja, dass es gleich funktioniert. Ne? Also habe ich das auf unter 15 Sekunden gedrosselt, sodass praktisch jetzt der Wasserschalter 4 oder sogar 5-mal häufiger abgefragt wird als zuvor. Und jetzt ist es tatsächlich so, sobald das Gerät Wasser sieht, sind das maximal 15 Sekunden, aber in den allermeisten Fällen eben wesentlich weniger, bis es dann anspringt und genauso, bis es dann wieder ausgeht. Okay, und beeinflusst das die Batterie stark negativ, oder? Nee, also ich meine in dem Fall, dass die Batterielebensdauer bei Dauerbelastung ist und bei 10 Monate. Ja, keiner segelt 10 Monate in dem gleichen Seegebiet und hat das Ding die ganze Zeit drin. Und sobald das rauskommt, geht es ja in Standby und dann ist die Batterieerwartung 4 Jahre. Okay. Das geht jetzt für die Lithiumbatterie. Und viele Segler haben ja das Gerät per Express bestellt und da Lithiumbatterien nicht per Luftfracht versendet werden können, bekommen die dann ein Gerät mit einer Batteriehalterung für 3 AA-Zellen. Das ist ein großen Vorteil. Man kriegt das in jedem Supermarkt und kann die selbst austauschen. Nachteil, halten halt nur 6 Wochen im Dauerbetrieb. Aber noch ein weiterer Vorteil, dadurch, dass es dann insgesamt 4,5 Volt sind und nicht 3,6 wie bei Lithium, ist das Gerät auch noch einen ganzen Ticken lauter. Ach so. Ja, der ältere Segler hört dann auch eindeutig das Signal, wenn es wieder rauskommt. Wir haben ja jetzt in den Geräten eine LED, damit man sieht, es hat gerade funktioniert und dann kommt auch noch ein Geräusch. Und ursprünglich haben viele Segler das nicht gehört, weil sie etwas älteren Semesters sind und dann lässt ja das Gehör nach, gerade in den hohen Frequenzen. Also ja, ich denke mal, es ist jetzt ziemlich ausgereift. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, dass das Gerät, das pinkt ja nach vorne, ne? Nach Ja, vorne richtig. weg. Was hindert denn die Orcas, von hinten da ran zu kommen, zu sehen, oh, da schwimmt ein Fisch und dann einmal das Teilchen mitzunehmen? Ja, also das wurde tatsächlich noch nicht beobachtet. Haben ja schon sehr viele geschleppt und Orcas gesehen. Aber was tatsächlich beobachtet wurde, ist, dass Haie das abbeißen. Also die haben gesehen, wie ein Hai sich da hinten eingegroovt hat und dem Gerät, was ja auch ausgelenkt wird durch die Heckwelle, trotz der Finne, dann gefolgt sind und dann haben die einfach herzhaft zugebissen und es abgerissen. Das ist schon passiert. Orcas tun es nicht und ich denke mal, das liegt auch daran, dass die ja diese Edelstahlleine, das ist ja auch Absicht, dass es Edelstahl ist, dass die erstens sehen, die blitzt ja in der Sonne und nachts ist die auch ein perfekter Rückstrahler für ihr Echolot. Das ist ja ein harter Reflektor aus Edelstahl. Ne? Und dann sehen sie, wie diese Edelstahlleine da hinter dem Ruder hin und her tanzt und so fein ist und dann ist das für die Orcas vielleicht so ein Hinweis auf potenzielle Verletzung, sowas Ähnliches wie bei Fischereigerät, das kennen die ja. Also es ist Mutmaßung jetzt, aber ich denke mal, das macht denen keinen Spaß und es war gar nicht schlecht, diese Art der Befestigung zu wählen, dass es eben achtern geschleppt wird. Das kam ja daher, dass die Segler sich alle geweigert haben, irgendwas an ihr Boot anzubringen, irgendwas festzuschrauben am Ruderblattende, ein Adapter, mit dem man das halten könnte oder so, haben die alle gesagt, nichts da. Also nicht kleben, nicht schrauben, gar nichts, in mein Ruder kommt nichts ran. Ja. Also deshalb schleppen wir es. Wie ist es bei Katamaranen? Brauchen die dann 2 von denen? Ja, tatsächlich, der Norweger, der vor Tanger diese Erfahrung gemacht hat, sagte, es wäre sinnvoll, 2 zu haben, eine für jeden Rumpf. Dann ist jedes Ruder geschützt, ist auch von der Redundanz besser und auch, weil ja Katamarane aufgrund der stärkeren Abdrift eine breitere Heckwelle haben und eins von den beiden Geräten dann hochgespült wird, je nachdem, ob du jetzt gerade auf Backbord oder Steuerbug segelst, ist dann eine jeweilige andere Seite von der Heckwelle betroffen und dann taucht das Gerät nicht tief genug ein.
Also viele Katamaranfahrer haben tatsächlich 2. Okay. Ja, auf alle Fälle. Kann man denn das Gerät nicht irgendwie, was ist denn, wenn man das lauter macht? Dann hat es eine größere Reichweite, oder? Und wird das ganze Ding nicht dann effizienter? Ja, das ist aber nicht so einfach, weil das exponentiell man braucht eine exponentiell stärkere Stromquelle, um ein lauteres Signal zu erzeugen. Mit anderen Worten, die Batterie könnten wir dann gar nicht mehr schleppen. Also kann man schon alles größer machen, aber das bedeutet eben sehr viel mehr Strom. Okay. Also zum Beispiel jetzt nur, wir arbeiten mit 3,6 Volt, ja. Die sogenannten Seal Scarer, die eingesetzt werden von den Fischzuchtfarmen, um Seehunde abzuwehren, die Netze zusammendrücken und dann durch die Netzmaschen hindurch den Fisch rauslutschen. Ja? Diese Seal Scarer arbeiten mit Drehstrom, also 360 Volt. Da kommt natürlich auch ordentlich was zusammen an Schall. Ja, das nützt aber trotzdem nichts, weil die Seehunde gelernt haben, dass es zwar blöd ist, wenn man halb taub ist, aber ein voller Magen ist dann trotzdem gut. Okay. So, Vielleicht gibt es da schon Oropax für Seehunde. wer weiß. Wie groß Ja, ist denn die Orca Ellie mittlerweile? Ja, das hängt ja immer davon ab. Also dieses Jahr reichte sie von San Sebastian oder sogar ein bisschen weiter vor Les Sables d'Olonne, gab es auch eine Sichtung, beziehungsweise eine Interaktion, reichte eben runter bis Gibraltar, Tanga, östlich bis Malaga. Das war in diesem Jahr, wenn man sich die Interaktionsseiten anguckt bei Orca PT oder GTOA, dann sieht man, wie weit dieses Gebiet reicht. Aber das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und auch der Beginn der rot markierten Interaktionen, bei denen es tatsächlich dann zu Schäden auf dem Schiff kam, der ist ja jedes Jahr anders. Also muss man sich schon die einzelnen Jahre oder sogar die einzelnen Monate angucken. Blöd ist halt immer, dass der Segler, der das so berichtet hat, meistens selbst geschädigt ist. Für die Nachfolgenden ist es dann hilfreich, aber wenn man der Erste ist in der Gruppe, dann ist es halt blöd. Also man beeindruckt fand ich diesen Segler, der meinte, es war wie von einem Bus gerammt zu werden. Und er hat keine Orcas gesehen. Er war in flachem Wasser, der Liegeplatz lag also wenige 100 Meter vor ihm. Unter der Küste ist er gesegelt, von wegen im flachen Wasser greifen die nicht an. Und im nächsten Moment, Holmes, dreht sich das Schiff um 180 Grad. Und er dachte, das kann ja wohl alles gar nicht wahr sein. Ja? Also das heißt auch diese Empfehlung, Flachwasser aufzusuchen, keine gute Idee. Und ich weiß nicht, ob das Anfang dieses Jahres war, dass diese dänische Crew im Flachwasser vor Portugal eben zugrunde gegangen ist mit Schiff und Mannschaft, weil sie von einer großen Welle erfasst wurden. Oh. Man weiß auch nicht, warum die so dicht unter der Küste gesegelt sind, aber ich denke mal, die Angst vor Orcas hat da sicher auch noch angespielt. Also es ist nicht gute Seemannschaft, in zu flachem Wasser zu segeln, weil eben diese Freak Waves eben doch vorkommen. Es ist kein Seemannsgarn. Ach so, und die habe ich gar nicht mitgekriegt. Die sind alle ums Leben gekommen? Eben gekommen, ja. Krass. Komplett. Ganz dänische Mannschaft, 4 Mann. Okay. Ich war jetzt nicht mit Orca-Interaktionen, beziehungsweise konnten die darüber nicht berichten, aber die sind einfach in zu flachem Wasser gesegelt. Ich meine, 10 Meter Wassertiefe ist ja nicht besonders groß, ne? Da kann es schon an der Grundsee vorbeikommen, wenn es weiter draußen im Atlantik Stürme gab, die solche Interferenzwellen erzeugt haben, dann passiert das auch an der Küste dann, ne? Ja, na dann, genau. Dann noch höhere Wellen, ne? Ja, eben. Ja. So. Also keine gute Idee. Und Ja. ein deutscher Kollege, der Pierre Lang, der hat auch so einen Blog für Segler aufgesetzt und der meinte, ja, also man könnte auch als Empfehlung sagen, quer zur Jagdrichtung der Schwertwale beziehungsweise quer zur Küste nicht in flacheres Wasser ablaufen, sondern in tieferes. Dann kommt man auch aus dem Gebiet raus, in dem sie die Thunfische jagen. Und das halte ich für sinnvoller. Also nicht flacheres Gewässer aufsuchen, sondern die Küste verlassen und dann mit dem geschleppten Pal dann da rausfahren unter Maschine. Und dann ist man irgendwann aus dem Gebiet raus. Dann werden die Kosten für die Schwertwale auch immer größer, weil sie das ja alles wieder zurückschwimmen müssen, um wieder zu ihrem Thunfisch-Dinner zu kommen. Ne? Und das macht denen auch keinen Spaß. Also am besten 90 Grad raus, weg vom Land. Zack, genau. Eigentlich müssten sie ja mal versuchen, mit Versicherungen zu reden. Ne? Die müssten dann einen besseren Tarif anbieten, wenn man den Walpal dabei hat. Mittlerweile. Ja, vielleicht kommen die von selbst drauf. Ich habe Telefon und E-Mail, also ich freue mich über Nachrichten. Okay. Schön. Ja, genau.
Also von offizieller oder öffentlicher Seite wird das quasi das Thema jetzt mehr oder weniger so akzeptiert. Das ist jetzt halt so, die Tiere gibt es, die greifen Boote an und damit hat sich das. Genau. Also immer wenn man was darüber liest oder sieht auf YouTube oder keine Ahnung, dann gibt es ein Interview mit diesem Rui Alvarez, glaube ich, heißt der Portugiese. Und dann mit Mitarbeitern der Marine, die dann vor Ort sind oder der Wasserschutzpolizei. Und dann wird darauf hingewiesen, ja, das machen die Orcas halt. Das ist aber kein aggressives Verhalten, die wollen nur spielen. Ja. Ja, aber was dann als Abwehrmaßnahme geraten wird, ist das gleiche wie schon vor 3 Jahren. Segelbergen, Motor aus, unter Deck gehen und toter Mann spielen. Und das wissen ja inzwischen alle, dass das nichts bringt. Ja. Die meisten unserer Kunden, die durch das Orca-Gebiet segeln oder planen, da durchzusegeln, die legen sich den Walpal mittlerweile zu. Das ist wahrscheinlich auch das einzige Vernünftige, was man so machen kann. Diese 500 €, die das kostet, die wären es mir allemal wert, um dafür mein Boot schützen zu können und natürlich auch mich und meine Crew. Die Auswertungen, die sind ja ziemlich eindeutig, dass es tatsächlich auch funktioniert. Und wenn man einmal durch das Gebiet durchgesegelt ist, dann kann man den Walpal einfach an den nächsten Segler verkaufen, der in die andere Richtung unterwegs ist. So, wer von euch noch andere Methoden weiß, die ebenfalls funktionieren, einmal bitte in die Kommentare. Würde uns sehr interessieren, wenn es da noch etwas anderes gibt und die Community natürlich auch. Ansonsten lesen wir natürlich wie immer gerne deine Meinung zu dem Thema. Das erste Interview mit Herrn Dr. Čulik ist jetzt hier links eingeblendet, indem er uns die genaue Funktionsweise des Walpals erklärt. Draufklicken, anschauen, es ist super spannend und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Bootsprofis. Bis dahin, eine gute Zeit euch allen. Ciao, ciao.